Herzlich willkommen zu einem neuen MW-Frei Versus Video. Auf der einen Seite haben wir den BMW X3 20D und auf der anderen Seite den Mercedes GLC 220D. Heute haben wir einen sehr spannenden Vergleich, weil auf Papier sind die Autos praktisch identisch. Darum schauen wir genau an, was sie unterscheidet. Gerade zum Start zum Wichtigsten, zu technischen Daten und zum Preis. Bevor wir aber loslegen, like das Video, abonniert den Kanal und schreibt in die Kommentare, ob euch das Format gefällt oder was ihr sonst noch gesehen. Beide haben einen 2 Liter 4-Zylinder Dieselmotor mit einer 48 Volt Mildhybrid-Technologie. Der BMW treibt alle 4 Räder an mit einem 8-Gang-Getriebe, 197 PS mit 11 zusätzlichen elektrischen PS, hat einen Drehmoment von 400 Nm und eine Beschleunigung von 7,9 Sekunden von 0 auf 100. Topspeed ist 215 km pro Stunde und ein Verbrauch gemäß WLTP hat er zwischen 5,8 Liter und 6,5 Liter auf 100 km. Der Mercedes im Vergleich schaltet durch ein 9-Gang-Getriebe, hat gleich viel PS aus dem Verbrennermotor und im Vergleich zum Mercedes 23 PS vom Elektromotor. Im Moment dadurch auch 40 Nm mehr. Die Beschleunigung ist exakt gleich wie beim BMW. Und VMAX hat Mercedes einmal 4 km/h mehr rauskitzeln. Wir kommen da auf 219 km/h. Der Verbrauch ist auf Papier ein bisschen tiefer wie beim BMW, knapp einen halben Liter weniger, mit einem Verbrauch von 5,2 bis 5,8 Liter auf 100 km. Preislich nehmen sich die beiden Autos nicht so viel. Der BMW fährt in der Schweiz bei 71.400 Franken an. Das Fahrzeug im Video kostet 83.560 Franken. Der Mercedes fährt bei 70.100 Franken an und das Fahrzeug, wie wir es hier im Video haben, kostet 86.800 Franken. Dann zu der Front, da haben beide ein bisschen unterschiedliche Wege gewählt. Der Mercedes wirkt deutlich eleganter, minimalistischer, auch sehr schöne Touches mit diesen Mercedes-Sternen im Grill. Der BMW auf der anderen Seite hat jetzt in der neuesten Generation einen recht bulligen, klarlinigen Look bekommen. Ist gewöhnungsbedürftig, mir hat der Vorgänger ein bisschen besser gefallen. Auch wieder bei den Lichtern haben wir ganz unterschiedliche Designsprachen. Wir haben bei BMW und bei Mercedes adaptive LED-Scheinwerfer. Da wieder sehr kantig, minimalistisch beim BMW. Und bei Mercedes eher so ein bisschen verspielt, detailverliebt auch, mit der Mercedes-Benz-Aufschrift, Chromelement und dann noch so blaue Akzent-LEDs auf der Seite. Auch bei der Abmessung sind die Autos sehr vergleichbar. Der X3 ist überall ein bisschen länger, ein bisschen breiter und ein bisschen höher. Er hat dafür aber einen kleinen kürzeren Radstand wie der Mercedes. Beim Gewicht ist der Mercedes 20 Kg schwerer. Beide können bremst bis zu 2,5 Tonnen ziehen. Was mir auf der Seite sehr gut gefällt beim BMW, sind die grossen Panels. Man hat eigentlich fast keine Kanten, es ist alles sehr flach designt. Hinten beim Heck auch wieder schön aufgeräumt, grosse Panels. Und mir gefallen die Lichter, die so ein bisschen rausstehen. Auch eigentlich schön, dass man hinten keine Auspuffblende und so hat. Also man ist ja ein Diesel, also man muss da nicht wahnsinnig mit Auspuff glänzen, darum auch schön aufgeräumt. Beim Mercedes eigentlich praktisch genau das Gegenteil. Wir finden nur geschwungene Formen auf der Seite. Die geschwungene Form zieht sich auch über die Dachreling hinten runter, was mir sehr gut gefällt. Schön geschwungenes, abgerundetes Heck. Zusätzlich dahinten die schön eingeladenen LED-Rückstrahler. Wir haben Auspuffblenden, sind zwar fake, aber im Chrom sehen sie eigentlich noch gut aus. Noch zu den Felgen. Beim Mercedes kann man von 18 Zoll bis 20 Zoll Felgen auswählen, da die schönen AMG-Felgen wegen der AMG-Line. Beim BMW geht es von 18 Zoll bis zu 21 Zoll rauf, da die schönen 20 Zoll M-Felgen. Aber der Schlüssel zieht sich das Design der Autos durch. Kantig und minimalistisch beim BMW und geschwungen und elegant beim Mercedes. Schauen wir noch das Interieur vom BMW an. Wir haben Türgriffe, die so eingelassen sind. In den Türen haben wir oben eine Stoffverkleidung, also ein härteres Fake-Leder, da leider Hartplastik. Und da vorne die Bedienelemente zum Memory-Funktion und so weiter steuern. Das komme ich aber noch zu sprechen. Da unten kein Schutz für die Türschwelle, ist natürlich sehr schade. Wir sind im Interieur vom BMW und ich muss sagen, es ist einfach ein schöner Ort zum Sein. Die Sitze sind wahnsinnig bequem, das Lenkrad ist angenehm zum Heben. Die Bildschirme sind einfach zum Bedienen, es funktioniert alles super. Da die Bedienelemente in der Mitte sind auch gut aufgeräumt mit einer Gangwahlhebel plus noch ein Drehrädchen für das Infotainment. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist die ganzen Touch- und Klima-Bedienmöglichkeiten. Die sind da über so eine Touchbar möglich und auch die Einstellung von der effektiven Lüftungskanal ist ein bisschen overengineert, meiner Meinung nach. Die Qualität ist gut, ich habe aber das Gefühl, da hätte noch ein bisschen mehr drin liegen können. Sie sind vielleicht an ein paar Orten ein bisschen zu fest gespart, aber sonst, es fühlt sich alles super wertig an. Ansonsten kann man da eigentlich nicht so viel dazu sagen. Der Mercedes, relativ klassischer Türgriff, zweifarbig mit dem Chrom oben drauf, wie wir es von Mercedes kennen. Da oben beledert, da auch. Erst da unten fährt der Hartplastik an. Da haben wir noch so ein Metallelement, effektiv, wo man die Türen aufmacht. Und da die Bedienung vom Sitz. Sieht meiner Meinung nach deutlich hochwertiger aus wie im BMW. Und vor allem, wir haben auch einen Schutz vom Türschweller. Gefällt mir.
Da muss man natürlich gerade vorneweg sagen, Mercedes hat man viel mehr den Wow-Effekt. Man hockt da in so ein Cockpit rein, man hat die Lüftungskanäle, die super aussehen, man hat die grosse Mittelkonsole, die einem wie so ein kleines Cockpit versetzt. Es fühlt sich einfach irgendwie ein bisschen spezieller an wie im BMW. Von der Qualität her würde ich das zwar nicht sagen, die Materialien, habe ich das Gefühl, sind im BMW fast ein bisschen hochwertiger. Aber man hat da sich Mühe gegeben, dass man möglichst wenig Hartplastik sieht und spürt. Das schätze ich sehr. Das Steuerrad sieht super aus, hat aber leider die Touch-Funktionspads. Und das ist einfach halt schon beim Fahren dreimal das Radio verändert. Und das ist einfach irgendwie ein bisschen schade. Das ist im BMW deutlich besser gelöst mit den effektiv normalen Knöpfen. Ansonsten, die Bedienung in der Mitte des Displays ist super intuitiv. Es ist auch angenehm, sich abzustützen und zu bedienen. Also ich glaube, da nehmen sie sich nicht viel. Was man zum Komfort noch sagen muss, da gewinnt der BMW, die Sitze im BMW sind deutlich bequemer. Also ich habe da wirklich Mühe, eine richtig bequeme Sitzposition einzustellen. Plus sie dunkeln mich auch deutlich härter wie im BMW. Also der Punkt geht auf jeden Fall in Richtung München. Ich sehe jetzt aus vom Platz her hinten. Die Beifreiheit ist okay, die Kopffreiheit ist sehr gut. Die Türen auch wieder gleich schön designt wie vorne. Mittelkonsole mit Cupholders und Handyhalterung, tiptop gelöst. Vorne die schönen Vents, die man auf sich richten kann. Ansonsten nicht schlecht. Wie sieht es im X3 aus? Das Türdesign zieht sich auch wieder durch von vorne. Und die Sitze sind auch wie vorne bequemer wie im GLC. Also es zieht sich da durch. Beifreiheit habe ich das Gefühl, habe ich mehr. Kopffreiheit ist vergleichbar jetzt mit dem Panoramadach nicht ganz 100% vergleichbar. Da relativ normale Mittelkonsole. Aber ich würde sagen, im BMW fühlt es sich irgendwie noch ein bisschen luftiger an wie im GLC. Beim Kofferraum nehmen sich auch nicht viel. 570 Liter, 620 Liter. Da ein bisschen mehr Platz in der Höhe, da ein bisschen mehr Platz in der Tiefe. Ansonsten beides gut, doppelter Boden. Und da auch sehr grosser doppelter Boden. Beim BMW haben wir die Auswahl von 5 verschiedenen Motorisierungen. Die fangen an beim X320D mit 197 PS und gehen auf bis zum X3 M50 mit 398 PS. Bei Mercedes kann man dafür von bis zu 11 verschiedenen Motorisierungen auswählen. Die mit der tiefsten PS ist der GLC 200D mit einem 2 Liter Vierzylinder, der fährt bei 163 PS an. Die Top-Version ist wie immer der GLC 63S e-Performance mit bis zu 680 PS. Zum Fahrverhalten vom GLC. Kurz zusammengefasst, super bequem, sehr ein luxuriöses Feeling. Und das ist eigentlich auch das, was das Auto abzielt. Oder? Man hockt da rein und man hat einen Wow-Effekt. Wow, schöner Bildschirm, da ein grosser Bildschirm, die Luftkanäle, die da sind, es wirkt alles sehr Premium. Die Mittelkonsole gefällt mir sehr gut, auch von der Ergonomie her, man kann da schön abstützen und zum den Touchscreen bedienen. Beim BMW hat man zwar die Möglichkeit, mit dem Drehrädchen da das Infotainment zu steuern, aber schlussendlich ist es ein Touchscreen. Dann will ich den auch touchen, oder? Und beim BMW muss man da Arm in der Luft haben, beim GLC kann man da schön abstützen und dann bedienen. Ist ein kleiner Punkt, wo noch die Ergonomie noch so ein bisschen das gewisse Etwas gibt. Ansonsten Beschleunigung, ja, er zieht gut durch, hat eine gewisse Soundkulisse, also es macht Spass und das langt für den Alltag allemal. Und ich denke, mit dem Diesel macht man sicher nichts falsch. Zum Verbrauch gemäß Angaben sollte der Mercedes oder WLT-Angaben sollte der Mercedes eigentlich ein bisschen effizienter sein. Wir haben jetzt natürlich keinen Langzeittest durchführen, aber auf dem kurzen Test, den wir machen konnten, ist der BMW effizienter gewesen. Zwar nicht um viel, aber wir haben da einen Verbrauch von 7 Liter angebracht und im BMW war es 6,5 Liter gewesen. Ist natürlich nicht ein finaler abschliessender Test, da kann man sicher bei anderen Seiten klarere Informationen finden, aber nur so zum Input. Die beiden Autos sind trotzdem relativ sparsam für das, was sie sind. Oder? So, das Fahrverhalten vom BMW X3 ganz kurz zusammengefasst. Deutlich dynamischer wie im GLC. Also wir haben da gut Durchzug vom Motor, zieht super durch. Klar, wir haben nicht das Fake-Motoren-Sound, das der GLC noch dazu hat, das noch ein bisschen Emotionen gibt. Aber sonst vom Fahrwerk her, von der Federung, von der Bremsen, es ist absolut ein Unterschied. Es ist komplett ein anderes Fahren, es fühlt sich viel sportlicher an in dem. Man kann jetzt da auch ein bisschen Kurvendynamik testen. Also, er zielt direkt dort, wo ich will. Wir haben fast kein Aufwiegeln oder so. Trotzdem wirkt er nicht zu irgendwie hart oder so. Also es ist echt, fahrwerktechnisch haben sie da wirklich etwas sehr, sehr Gutes gemacht in München. Macht wirklich Spass.
auch wenn man vielleicht nicht so viel Power hat. Wie fühlt es sich innen an zum Fahren? Ich muss sagen, absolut top. Der Sitz ist wirklich, wie schon gesagt, sehr bequem. Das Lenkrad fühlt sich super an in der Hand. Wo man natürlich die Punkte abziehen könnte, ist bei den Bedienelementen, also Klimaanlage umstellen, Touchscreen bedienen, ist beim GLC einfacher, intuitiver. Wir haben da natürlich das Drehrädchen, um nicht müssen Touchscreen bedienen, aber schlussendlich möchte ich einen Touchscreen effektiv den Touchscreen benutzen und nicht müssen ein Drehrädchen brauchen. Aber ansonsten fühlt es sich da innen wirklich sehr angenehm an, auch die Materialien und so. Das ist alles in Ordnung. Nicht ganz der gleich luxuriöse Feel wie im GLC, dafür eben Fahrdynamik, Fahrspaß hat man in dem absolut mehr. Also gut, kommen wir zum Fazit von dem Versus-Video. Bei den subjektiven Themen wie Design gefällt mir der Mercedes besser. Hat mehr den Wow-Effekt auch im Interior, es fühlt sich alles ein bisschen luxuriöser an und aussen ein geschmeidigeres Gesamtpaket. Im Bereich Fahren gefällt mir der BMW deutlich besser, viel sportlicher, viel angenehmer zum Fahren, auch wegen dem Komfort durch den Sitz. Im Bereich Technik ist der BMW auch ein bisschen moderner, weil er halt auch ein ganz neues Modelljahr ist. Im Bereich Infotainment hat es noch die gewisse extra Qualität. Im Bereich Individualisierung und Premium viel gewinnt der Mercedes. Du hast deutlich mehr Möglichkeiten, dein Traumauto zu konfigurieren. Ganz viele Materialien, die du auswählen kannst im Innenraum, wo du im BMW deutlich weniger Auswahl hast. Kommen wir zum Schlussfazit. Obwohl die Autos auf Papier wahnsinnig ähnlich aussehen, haben sie gewisse unterschiedliche Zielgruppen, die sie ansprechen. Da eher sportlich, Fahrdynamik orientiert, da eher luxuriös und elegant. Mich würde jetzt aber noch interessieren, welchen du nehmen würdest. Schreib sie in die Kommentare. Ist der Mercedes, ist der BMW? Abonniere den Kanal und schau nächste Woche wieder rein.